Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute natürlich wieder mal ein bisschen Python, und zwar wollen wir heute einen Prozessmonitor schreiben. Das ist ungefähr das, was wir hier haben, also was wir hier sehen können, und zwar welche Apps laufen eigentlich gerade, wie viel fressen die und so weiter und so fort. Aber das kann man natürlich dann in seine eigenen Applikationen viel besser einbinden, und vor allem, man kann das Ganze auch plattformunabhängig schreiben. Das heißt, es ist irgendwie deutlich besser als dieses Ding hier. Also klar, es ist visuell vielleicht nicht nachher so ansprechend wie das, was hier der Taskmanager macht, aber dafür haben wir es selber geschrieben und wir können alles bestimmen, was da reinkommt. Und dazu wollen wir einfach direkt mal anfangen. Und zwar, wir brauchen natürlich als allererstes mal PSUtil dafür. Das haben wir schon mal benutzt. Ihr könnt das Ganze immer noch ganz normal über die über pip installieren, nicht Python Console, sondern Terminal, und zwar pip install PSUtil. Klar, wie immer eigentlich. Unser Linux braucht ja natürlich ein sudo. Haben wir aber schon mal benutzt, und zwar ist das ein plattformunabhängiges Prozessmanagement oder eine plattformunabhängige Prozessmanagement-Library, die im Endeffekt euch, egal auf welchem System ihr seid, also Windows, Linux, was auch immer, da könnt ihr euch jeweils die Prozesse ausgeben lassen. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir mit diesem Prozessmonitor auch machen wollen. Denn wir wollen uns hier erstmal get processes schreiben. Das ist eine Funktion am Ende, und die wird uns eine Liste an Prozessen zurückgeben, und zwar mit allen möglichen Informationen. Und zwar for process oder for p besser gesagt, machen wir das Ganze kurz, in psutil.processIter, also für Iteration. Und was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen auf einen Schlag sozusagen alle Informationen bekommen. Das nennt sich hier in psutil.oneshot. Also hier diese Funktion OneShot with process oder p.oneshot wollen wir hier was auslesen, und zwar wir wollen über den p können wir jetzt verschiedenste Sachen auslesen, und zwar einmal die Process ID. Wir können die Children auslesen, das heißt, was der auch alles gespawnt hat. Wir können die CPU Affinity Number, Percent, CPU Times, Create Time und so weiter und so fort auslesen. Und hier kommt die wirkliche Stärke von dem Selbstschreiben, von dem Process Monitor eigentlich überhaupt zum Tragen. Denn ihr könnt hier wirklich alle Informationen reinpacken, die ihr haben wollt. Das heißt, ihr könnt das Ding erweitern, so viel wie ihr eben haben wollt. Genau, das heißt, ihr könnt ja auch noch das Memory auslesen, Memory Maps, Memory Percent, Memory Info, den Namen natürlich auslesen. Ihr könnt die verschiedenen Threads auslesen, die Handles, die Open Files und so weiter und so fort. Eben halt wirklich alles, was dieser Prozess eigentlich da tut. In unserem Fall, wir sind recht genügsam. Wie gesagt, bitte erweitert das Ganze so, dass es für euch passt. Wir lesen uns einfach nur die Process ID aus, das ist quasi die Nummer. Und was wir auch noch machen wollen, ist, wenn die Process ID gleich 0 ist, dann überspringen wir den Prozess, weil das ist der System Idle Prozess, also der nichtstuende Prozess, der Leerlaufprozess, wie er auch manchmal genannt wurde. So, das heißt, den wollen wir nicht haben, aber was wir noch haben wollen, ist natürlich den Namen. Das heißt, wir sagen hier Name ist gleich p.name. Und eine Sache haben wir noch, und zwar, oder noch ein paar Sachen können wir, wie gesagt, wir können das hier so weit erweitern, wie wir wollen. Wir bauen uns hier noch die Create Time, also wann der Prozess wirklich gebaut wurde. Das heißt, wir sagen hier p.createTime. Allerdings, Vorsicht, das Ganze kann man noch auslesen, und zwar, wir können hier einfach DateTime benutzen und das mal kurz hier importieren. Import DateTime. So, Import DateTime, perfekt. So, wir wollen hier nämlich DateTime from... jetzt hat er mir wieder das andere importiert. Ne? DateTime.datetime.from Timestamp. Machen wir es so rum. Und zwar, wir wollen das Ganze hier über die Timestamp eigentlich auslesen. Das heißt, wir wollen daraus natürlich eine gültige Zeit bauen und das dann am Ende weiterverwerten können. So, dabei kann was schief gehen, tatsächlich sehr grundlegend sogar. Und zwar, es gibt Probleme, wenn man das Skript hier ausführen kann, und zwar sogenannte OS-Errors. Ein OS-Error in diesem Fall bedeutet hier, das sind Systemprozesse. Das heißt, Prozesse, die tatsächlich von eurem Betriebssystem erstellt wurden. In diesem Fall braucht ihr die Create-Time, und wir setzen sie einfach mal auf datetime.datetime.fromTimestamp und sagen hier psutil.boottime dazu. Das ist quasi die Zeit, wann ihr euren Rechner hochgefahren habt. Und das bedeutet, wir wollen hier nur die Prozesse wirklich, oder die Systemprozesse, also das hier alles sind Systemprozesse, die wollen wir einfach sagen, hey, die sind mit dem System gestartet, also dann, wenn er hochgefahren wurde. Sollte klar sein. Okay.
Was ich auch noch ganz angenehm finde, ist natürlich, wenn wir hier zum Beispiel, wobei eigentlich dazu brauchen wir keinen Try erstmal, wenn wir uns hier die CPU-Usage rausspeichern, also CPU-Usage ist gleich Process p.CPU Percent, heißt das ganze Ding hier, also wie viel Prozent Auslastung wir haben, aber dazu ist relevant, wie viel Kerne werden hier eigentlich verwendet. Das heißt, wie viele CPU-Kerne, falls ihr zum Beispiel 32 Kerne habt bei eurer CPU, dann kann diese Auslastung hier tatsächlich ein bisschen verwirrend sein. Das werden wir uns gleich noch angucken. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach mal Affinity ist gleich, beziehungsweise lasst es uns CPU Affinity nennen. CPU Affinity ist gleich len, also die Länge von p.CPU Affinity. Denn was euch CPU Affinity zurückgibt, ist im Endeffekt eine Liste aus den Kernen, die hier verwendet werden. Und in dem Fall sehen wir hier auch tatsächlich, wenn wir hier drüber hovern, dass das eine Liste aus CPU-Kernen ist. Das heißt zum Beispiel 0 und 1. Dann hättet ihr die Kerne 0 und 1, die diesen Prozess hier ausführen dürfen, wo ihr quasi zulasst, dass es gemacht wird. Aber das Ganze kann natürlich hier auch schief gehen. Wenn ihr zum Beispiel versucht, das bei einem Systemprozess zu machen, aber keine Adminrechte habt, dann habt ihr natürlich ein psuseful.accessDenied-Error und dann sagen wir hier natürlich einfach CPU Affinity ist gleich 0. Weil, ja, im Endeffekt wissen wir dann halt einfach nicht, wie viele Kerne da wirklich hinten dran stecken. So, interessant wäre jetzt, glaube ich, für uns auch noch der Status, der aktuelle Status von unserem Prozess. Ich sage schon die ganze Zeit Process. Und den kriegen wir über p.status einfach ausgelesen. Und zwar, ob er zum Beispiel running ist oder ob er idle ist oder ob er sleeping oder wie auch immer. Das kriegen wir da drüber. Dann vielleicht noch kurz, wie viel Memory er eigentlich ausnutzt. Und das bekommen wir über p.memory full info. Da kriegt ihr eigentlich relativ viel. Und zwar sagen wir hier, wir wollen die was ist das denn? Ich möchte eigentlich hier die USS, die Unique Set Size auslesen. Das ist nämlich genau der Speicherbereich, der am Ende freigegeben wird, wenn man den Prozess jetzt sofort terminieren würde. Das heißt, egal was da noch hinten dran hängt sozusagen. Deswegen, ja, lasst uns die USS hier auslesen. So, das nächste würde ich hier tatsächlich mal, wobei doch, lasst uns noch den User auslesen, und zwar der User, der den Prozess erstellt hat. Das ist vielleicht auch recht relevant, und zwar User Name liefert euch diese Information, und dann sollte das erstmal gewesen sein. Dann sagen wir hier einfach mal prox, oh Moment, doch, ja, das stimmt so, prox.append. So, was wollen wir denn appenden? Ich würde hier tatsächlich eine Liste, ein Dictionary appenden, und zwar mit Hilfe von all diesen Variablen, die wir hier gerade genutzt haben. Das heißt, wir sagen hier erstmal, okay, die Process ID ist natürlich die PID. Dann sagen wir hier der Name. Naja, das ist natürlich der Name. Dann hier die Create Time. Create Time ist selbstverständlich die Create Time. Ups. Und ja, ihr könnt das natürlich alles so untereinander schreiben, das ist kein Problem. Dann hier die CPU Usage. Kriegen wir in der CPU Usage die CPU Affinity. Kriegen wir in der CPU Affinity. Und ja, das ist ein bisschen Schreibaufwand, das gebe ich absolut zu, aber das muss auch gemacht werden, damit man es schön einfach am Ende hat. Und damit man hier auch wirklich alles säuberlich quasi drin hat. Und wie gesagt, ihr könnt euch diese Liste hier so lange ergänzen und so viel ergänzen mit den anderen Informationen, wie ihr wollt. Okay, so, das ist im Endeffekt das. Und jetzt wollen wir hier einmal ganz kurz hier drin einmal Return Procs machen. So, lasst uns das direkt mal hier printen einfach. Das heißt, wir holen uns Get Processes. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich sie genannt habe. Und lasst uns das mal kurz angucken, ob auch wirklich alles gut läuft. So, sehen wir nämlich hier. Das kann schief gehen bei manchen Prozessen, nämlich hier auch wieder bei den Prozessen, wo wir keine Rechte drauf haben mit dem Memory auslesen. Das habe ich hier nämlich vergessen. Und ja, wenn man keine Berechtigung hat, das Memory auszulesen, dann ist es im Endeffekt ein wichtigerer Prozess als der Prozess, den ich jetzt gerade habe. Und dementsprechend habe ich hier auch einen Fehler. Und wenn ihr natürlich alle Prozesse auslest, dann werdet ihr früher oder später mal so einen Access Denied bekommen, denn es gibt immer wichtigere Prozesse, es gibt immer Systemprozesse. Und dann sagen wir hier einfach, Memory ist gleich 0. So, jetzt lasst uns das Ganze nochmal kurz angucken. Was haben wir noch? Klar, der User ist genau derselbe. Also dasselbe Problem, besser gesagt. Okay, User muss weg und hat denselben Fehler eigentlich auch. Das heißt, wir sagen
das hier und falls nichts da ist, sagen wir, der User ist, sagen wir NA dazu, not available. Und damit haben wir, glaube ich, eine Liste aus allen Prozessen. Wunderbar. So, das heißt, wir haben jetzt hier, oh ja, das ist lang her. Okay, so, jetzt sollte klar sein, dass das natürlich nicht die Ausgabe ist, die wir für einen Prozessmonitor haben wollen. Wir müssen das nämlich noch irgendwie einigermaßen hübsch machen. Und zwar machen wir das mit einer Funktion namens Print Processes und die schreiben wir uns natürlich erstmal noch. So, die bekommt eine Liste an Ps mit, also eine Liste an Prozessen. Das ist ja genau das, was wir hier gemacht haben. Und wir werden jetzt hier noch Kleinigkeiten importieren. Das heißt, wir importieren einmal ganz kurz from Tabulate. Übrigens, wenn ihr Tabulate nicht habt, könnt ihr das Ganze auch installieren über das Terminal mit pip 3.8. Das habe ich schon mal vorgefertigt. Pip 3.8 install Tabulate. Und dann können wir es importieren mit from Tabulate import Tabulate. So, wunderschön. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns diese ganzen Informationen und jetzt schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, was Tabulate so macht. Und zwar sagen wir hier print Tabulate von Ps. Okay, einfach nur diese Funktion wollen wir uns mal ganz kurz angucken. So, und das macht Folgendes. Eine perfekte Formatierung für alles, was ihr wollt. Das heißt, ihr habt hier als erstes mal natürlich hier die 4, also das ist eure Prozess-ID, dann habt ihr hier System, dann habt ihr hier das Datum, wann es erstellt wurde, offensichtlich wurde das hier nicht gefunden. Dann haben wir hier eben 0, 0, Running, 0, NT, Authority oder System. Problem ist jetzt natürlich, wir wissen nicht genau, was ist, das heißt, wir wollen hier ein paar Header haben und hier sagen wir einfach, Headers ist gleich ps.keys. Dadurch, dass natürlich hier unsere Prozesse eigentlich in einem... Was ist das? Ja, natürlich nicht Ps, sondern Ps von 0.keys, weil die haben natürlich alle hier diese ganzen Eigenschaften. Das heißt, wir haben hier in unseren Ps, in unseren ganzen Prozessen schon automatisch drin, was da eigentlich die Header sind. Und zwar die Process-ID und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt hier nochmal ausführe, dann habe ich hier relativ schnell eine sehr, sehr überschauliche Ansicht. Ja, vielleicht sollte ich das erstmal hier zu einer Liste konvertieren, sonst wird das schwierig werden. So. Ach Gott, ja, natürlich. Wir haben, oh mein Gott, sorry, wir haben hier ein Dictionary. Das heißt, wir können das Ganze noch viel komfortabler machen, indem wir hier einfach Headers gleich Keys reinschreiben. Und am Ende können wir hier noch angeben, was für eine Formatierung wir haben wollen. Und da gibt es einen ganzen Haufen von. Ich persönlich mag eigentlich die Table, hallo? Table Format GitHub. Das Table Format GitHub, das sieht dann so aus. Ihr seht es gleich. So, und damit haben wir hier quasi erstmal eine Process-ID, damit haben wir dann hier diese Striche dafür, dass das hier der Header ist. Wir haben den Namen, wir haben die Create-Time, CPU-Usage, CPU-Affinity, bedeutet in dem Fall, wir können auf allen 32 Kernen laufen oder wir wissen es nicht genau. Dann haben wir hier den Status Running, hier sehen wir einen Stopped dabei, wobei das Ding hier keinen Namen, interessant. Wir sehen hier auch, wer es gestartet hat, relativ interessant. Und ja, damit habt ihr euren Prozessmonitor. Ihr könnt hier natürlich auch hergehen und wirklich alles selbst noch customizen. Ja? Das heißt, ihr könnt hier auch wirklich sagen, wir wollen vielleicht noch mehrere andere Informationen. Was wir jetzt hier allerdings noch nicht gemacht haben, ist Folgendes. Dieses Memory hier, das ist immer noch so ein bisschen unschön. Wir sehen hier, das ist eine Zahl über den Millionen. Ja? Das sind 3.432.448. Das ist eben nicht ganz so schön, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen eine Funktion, die wir schon mal benutzt haben und die wirklich ein geiler Trick ist, die könnt ihr euch wirklich gerne überall rein copy-pasten, gebe ich euch definitiv die Erlaubnis zu, denn ich benutze sie auch immer. Und zwar Get Size von Bytes. Das sind ja hier alles Bytes, ja, diese Dinger hier, das sind alles Bytes. Aber wir wollen, also wir als Menschen wollen das normalerweise nicht in Bytes lesen, sondern wir wollen das in der jeweiligen Größe lesen, wie es ist. Also entweder Bytes oder Kilobytes oder Megabytes oder Gigabytes, Terabytes, Petabytes, whatever. Ja? Was ihr dann machen könnt, ist Folgendes. For i in einer Liste aus und jetzt wird es ein bisschen witzig und zwar tricky und ziemlich cool. Und zwar erstmal hier nichts, Kilo, dann Mega, dann Giga, dann Terra und dann Peta und dann Exa. So, was wollen wir denn jetzt für diese ganzen Einheiten machen? Nun, wir wollen sagen, wenn Bytes kleiner ist als 1024, dann brechen wir das Ganze ab. Das heißt, wir sagen hier, wir returnen einen Format String aus
Achtung, Bytes.2f. Das bedeutet so viel wie, wir geben 2 Nachkommastellen an, mehr nicht. Und dann geben wir die Unit an, also die Einheit hier hinten dran, also in dem Fall entweder nichts, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta oder Exa. Also die Einheit I, die wir ja hier betitelt haben. Und dann sagen wir am Ende einfach Bytes dazu. Ansonsten sagen wir hier, wir teilen unsere Bytes nochmal durch gleich 1024 und machen das Ganze nochmal. Das heißt, wir rutschen sozusagen immer eins weiter. Also wenn es quasi kleiner ist als 1024, gleich am Anfang, dann haben wir hier die Ausgabe 5 Byte zum Beispiel. Ja, wie dieses I ist ja leer. Wenn es größer ist als 1024, also zum Beispiel 2048, dann teilen wir das Ganze durch 1024 und haben am Ende 2 Kilo, das ist dieses I hier, also 2,00, besser gesagt Kilobyte und so weiter und so fort. Und dadurch habt ihr, ja gut, okay, das wird jetzt erstmal nichts machen, weil ich es noch nicht angewandt habe, aber wir machen jetzt hier außen, hier draußen mal get bytes. Get size heißt die Funktion. Get size von memory. So. Und jetzt habt ihr hier hinten dran nicht mehr 3000 irgendwas, sondern 3,27 Megabyte stehen. Hier habt ihr 0,00 Byte stehen und so weiter und so fort. Und das entscheidet jetzt quasi anhand von der Größe von euren ganzen, von eurem Memory immer, wie viel es tatsächlich ist, was da hinten dran steht. Und das ist eigentlich relativ angenehm, wie ich finde. So, eine Sache wollt ihr vielleicht jetzt noch machen, und zwar das Ganze konstant zu aktualisieren. Das kann ich durchaus verstehen, dass ihr das haben wollt. Das würde ich auch gerne haben. Und zwar, wie machen wir das? Naja, wir machen ganz einfach hier ein while true rein. Und wir wollen hier die ganze Zeit nicht nur das Ganze printen, sondern wir importieren uns noch was hier oben, und zwar import os. Und hier unten sagen wir dann, ja gut, in dem Fall sagen wir hier auch os.system von CLS, aber nur in einem Fall, und zwar if nt in os.name. Dann machen wir CLS, ansonsten machen wir os.system von clear. Das ist quasi Linux, Mac, das hier ist Windows, dann haben wir quasi immer den passenden Namen und dann clearen wir einfach das komplette Fenster hier leer. Ja? Das heißt, eure Kommandozeile wird einfach gecleart und dann wird das wieder ausgegeben. So, jetzt muss es natürlich noch immer mal wieder angezeigt werden, und zwar print, Quatsch, nicht print, ich wollte hier einen time.sleep einführen und dazu brauchen wir noch time, import time. So, weil wir wollen es ja auch eine Weile sehen, wir wollen es nicht direkt immer clearen. Das heißt, wir sagen vielleicht oben drüber direkt time.sleep. Ungefähr eine Sekunde wollen wir hier machen. Und was wir dann machen ist, wir sagen hier, okay, die Prozesse, procs, die lesen wir uns vorher aus. Procs ist gleich get processes und hier sagen wir auch procs ist gleich get processes. Warum machen wir das? Nun ganz einfach, diese Prozesse auszulesen, habt ihr vielleicht gemerkt, dauert ein bisschen. Ja? Das heißt, es wird angezeigt, also es wird ausgelesen. Erstmal werden die Prozesse geholt, dann wird das Ganze geprintet, das dauert nicht lange, dann wird gesleept. Dann holen wir uns wieder die Prozesse und da das eine Weile dauert, machen wir erst danach das Clear und dadurch wirkt das Ganze hoffentlich flüssiger. So, und da haben wir es auch schon. Jetzt haben wir hier offensichtlich einen Chrome am Laufen, wir haben hier einen NVC-Container und so weiter und so fort. Und wir haben hier die verschiedensten Dinge und das wird immer mal wieder, so einmal jede Sekunde wird das Ganze aktualisiert. Und wir sehen hier hinten auch, die Zahlen aktualisieren sich natürlich auch, wenn wir das machen. Ich würde euch jetzt mal empfehlen, das Ganze hier in der Command-Line laufen zu lassen und dann einfach mal zu verfolgen, was da so alles passiert. Gut, das war's von meiner Seite. Das wird jetzt hier nicht mehr aufhören zu laufen, außer wir terminieren es natürlich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.